Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit. Hallo, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Hallo, schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder dabei seid. Heute geht es zur La City Hochebene im Dikti-Gebirge und dort wollen wir in die Chavras-Schlucht. Laufen werden wir bis zu einer großen Felsenkugel, dem Nerai do Colimbus, welcher die Schlucht dort verschließt und ein Weiterwandern somit für uns nicht möglich macht. Also werden wir dort an diesem Punkt dann wieder zurückgehen und nach der Wanderung machen wir dann noch einen Abstecher in die Kronion-Höhle. So, mal kurz angehalten hier oben. Man sieht die La City Hochebene und da wollen wir ein bisschen wandern. Auch da gibt es natürlich wunderschöne Wanderwege. Die schneebedeckten Berge sieht man. Und da fahren wir jetzt runter um die Ebene herum. So, und hier auch auf dem Pass, da sieht man sehr schön die Windmühlen. Wir sind hier bei der La City Hochebene. Guten Morgen. Genau, guten Morgen. Und machen uns jetzt hier auf den Weg in die Chavras-Schlucht. Sieht richtig schön aus. Und ja, da sind auch schon die ersten Ziegen zum Trinken. Die haben wohl ein bisschen Durst. Wir sind jetzt hier auf einem wunderbaren kleinen Pfad. Ja, es sieht ganz interessant aus hier, die Landschaft. Wie Claudia eben schon sagte, so ein bisschen alpenmäßig. Hinten mit den Bergen, aber sehr schön jetzt hier auch mit dem Wasser. Das finde ich ja immer ganz prima, wenn da auch Wasser ist. Ja, den Fluss werden wir, denke ich, mehr häufig überqueren müssen, oder? Wir sind jetzt hier tatsächlich auf der anderen Seite, hatten eben noch mal wieder eine kleine Bachüberquerung und haben jetzt hier auch den kleinen Pfad wieder. Sehr schön. Und dann gehen wir mal weiter. So, ich weiß noch nicht, ob ich das Claudia erzählen soll. Da kommt sie, die mag nicht so gerne übers Wasser gehen. Und ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, wir müssen schon wieder rüber. Ich glaube, jetzt läuft der Weg wieder da drüben. Ja, im Moment sind wir uns noch nicht so ganz einig, wo der Weg entlang läuft. Sonja meint jetzt da oben. Aber ich glaube, dass wir immer wieder über diesen Bach hin und her müssen. Ja, Sonja hat einen Stein entdeckt und da möchte sie doch gerne hochkraxeln. Und das wollen wir natürlich ihr nicht vermiesen. Also, Sonja krabbelt hoch. Ja, der nächste Stein, sehr gut. Manchmal muss man hier echt gucken, weil der Weg ist nicht markiert. Und manchmal verliert er sich hier in den Weiten des Flussbettes, der Geröllfelder. Dann weiß man nicht genau, ob der Pfad jetzt links oder rechts vom Bachbett läuft. Aber so ab und an findet man dann doch wieder was Pfadähnliches. Ich weiß nicht, ob wir hier auf dem richtigen sind, aber hier ist eine Art Pfad. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ja. So, wir haben wieder was entdeckt, beziehungsweise Claudia hat was entdeckt. Etwas Rundes. Zumindest sieht das so aus, aufgeschichtet. Da, keine Ahnung, was das mal war oder sein soll oder wofür das gedacht ist. Pause. Genau, wir machen jetzt hier eine schöne kleine Frühstückspause, haben wir uns so gedacht. Genau. Neben dem Bächlein hier bei dem Wildbach.
So, da kommt auch Claudia. Der werde ich jetzt die frohe Botschaft wieder verkünden, dass sie jetzt hier wieder rüber darf. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir haben hier eine ganz gute Stelle, wo man ganz gut rüberkommt. Weil durch den See schwimmen wollten wir heute nicht. So, bist bereit für die nächste Überquerung? Sonst kannst du schwimmen. Ja. Willst nicht? Ja, diesen Bachlauf muss man einige Male überqueren. Aber Gott sei Dank, dass hier so viele Steine liegen, dass man immer, wenn man ein bisschen links und rechts schaut, dass man doch immer wieder die Möglichkeit hat, recht einfach diesen Bach zu überqueren. Muss erstmal gucken. Da. Ende im Gelände. Hier rüber, genau. Ja. So, wir scheinen jetzt aufgrund des Wassers hier am Dead End für uns angelangt. Also wir kommen hier nicht wirklich groß weiter rüber. Trockenen Fußes wohlgemerkt. Und dieser Stein, dieser Mavrokolibus, wie der heißt, ja, der liegt aber noch ein bisschen weiter. Aber so wie es aussieht, werden wir hier nicht mehr weiterkommen. So, sehr schön hier, so zwei kleine Wasserfälle. Ja, wir werden mal sehen, ob wir da irgendwie noch weiterkommen. Aber es wird jetzt echt wild. Das eine, wo ich dachte, es wäre Dead End, geht noch ein Stück weiter, aber wir wissen nicht, ob wir noch 50 Meter, 100 Meter, 10 Meter weiterkommen. Ich werde jetzt schauen, wie weit es geht. Ja, man muss schon sagen, das letzte Stück jetzt hier ist wirklich noch mal so ein bisschen eine Herausforderung. Und man sieht halt auch überhaupt nicht mehr den Weg. Selten ist dann noch mal ein Steinmännchen zu sehen, aber dass man sagt, hier ist ein richtiger Weg, das kann man wirklich nicht sagen. Ich würde sagen, ich muss schon wieder rüber, aber ich weiß nicht, ob ich rüberkomme. Ja, ich werde noch mal versuchen weiterzukommen, aber es wird immer schwieriger. Ja, und tatsächlich, da sind wir auch noch irgendwie wieder rübergekommen. Juhu! Ja, mal sehen, wie es weitergeht. So, und tatsächlich, hier ist noch wieder ein Stück Weg. Und hier noch ein schöner kleiner Wasserfall, der von der Felswand hier schön in das kleine Flussbett mündet. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser schwarze runde Stein sein soll. Also scheinbar bin ich immer noch nicht da. Aber ich werde jetzt auch umdrehen, weil hier ist finito. Und wir sind dann jetzt hier auch schon wieder auf dem Rückweg zu unserem Startpunkt von heute Morgen. Also ehrlich, hier bei jeder Wanderung finden wir ein Gerippe. Jetzt sind wir ein Stück weiter gefahren hier und wir werden jetzt erstmal hochlaufen zur Kronios Cave, also zur Höhle des Kronos. Ja, Stufen hoch, Sonja, da mal auf. Ich denke mir, dass wir hier so einen Zickzackweg hoch haben bis zum Höhleneingang. Hoch geht's hier. Oh, sieht so aus, als ob die Geländer gerade neu gemacht haben. Ja? Das haben sie wirklich schön gemacht. So. Ja, gut begehbarer Weg bis hierher. Und ordentlich Stufen. Ohne Ende Stufen. Ich hab uns noch aufgestellt. Ach so, ja. Lass mir hier einmal hin. Ja, Sonja ist schon weiter rein.
Konnte es natürlich wieder mal nicht abwarten. Magst du vorgehen? Ja. Dann komme ich hinterher. Ja. Sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Ausfluges angekommen und wir hoffen natürlich, ihr seid auch bei unserer nächsten Tour wieder mit dabei. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.